Okay. Gucken wir mal, wie das mit der Steigerung aussieht. Zack. Okay, da haben wir das. Ah, schön. Warte mal, ich aktualisiere noch mal kurz. Ja, sauber. Höchstbietender. Okay, das wäre fein. Haha. Schnell aktualisieren. Alter, das geht ja gar nicht. Na, da kommen sie jetzt aus den Löchern. Okay, komm, 2 Euro drauf. Okay. Jawohl, Höchstbietender. Aktualisieren. Oh, überboten. Machen wir nochmal 2. Na komm, 2 Euro nochmal. Jo. Ah, mein Gott, wir sind in der finalen Phase. Aktualisieren. Okay. Ja, komm, jetzt aber das letzte. Nee, komm, der letzte Euro. 1 Euro. Mehr ist dann auch nicht. Das ist schon. Zack. Komm. 10 Sekunden noch. Komm. Schnell nochmal aktualisieren hier. Jawohl, immer noch. Höchstbietender, bitte, komm. 3, 2, 1. Ist es meins? Wartet, aktualisieren. Yes, Sir! Du hast diesen Artikel erfolgreich ersteigert. Bam! Cool, mein erstes Puma-Tech-Messer. Kleinen Ticken teurer, als ich gedacht habe. Aber immer noch, glaube ich. Ich hoffe, dass es eine gute Entscheidung war. Geil, danke. Aloha, hi und ein herzliches Willkommen hier auf meinem kleinen rumpeligen Bushcraft und Outdoor-Kanal Fiese Bush. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich wie immer gerade sehr. Okay, du warst bei der Versteigerung oder Ersteigerung. Du warst dabei. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber heute wird endlich das Paket ausgepackt. Also, eines Sonntagabends, ja, ich hatte einen ganz leichten Anflug der Untermesserung. Nichts Schlimmes. Ja, mein Messerbudget war im Prinzip völlig ausgeschöpft und ich habe auch gesagt, Mick, nein, jetzt Schluss. Okay, so, und dann guckt man so ein bisschen rum und dann auf einmal sehe ich da was. Hey, schöne Klingenform. Ja, hat mir super gut gefallen, die Klingenform. Ich werde eben halt schwach bei Messern, die ein bisschen Bowie-Style haben. Und dann Puma, ja, eigentlich schon generell was Leckeres, aber eins sei mal gleich gesagt, es ist nichts Großes, Hochpreisiges, denn es kommt aus der Puma Tech-Serie. Was die bedeutet, das erzähle ich dir gleich unten im Keller. Aber es ist eben halt jetzt nicht aus diesem hochpreisigen Segment. Aber trotzdem ist es ein Puma-Messer. Und ich habe noch kein Puma-Tech-Messer. Und da war ich neugierig drauf. Und ich habe bezahlt, wartet mal, 31,50 Euro. Und vielleicht denkst du dir jetzt, oh, Puma-Messer zu dem Preis. Da hat er ja was richtig Günstiges geschossen. Da mach ich nochmal weg. Ist es jetzt richtig günstig? So richtig günstig war es nicht. Denn dieses Messer kostete, Betonung liegt auf Vergangenheit, kostete eins nur, wartet mal, 44,95 Euro. Aber wie ihr auch seht, es wird nicht mehr hergestellt und auch nicht mehr verkauft. Ja, und dementsprechend Puma-Messer zu einem relativ günstigen Preis mit dieser schönen, wie ich finde, schönen Klingenform. Ja, da konnte ich nicht anders. Also habe ich ersteigert, ich habe die Ersteigerung gewonnen. Ich habe trotzdem ein bisschen Bammel, denn ich habe bisher eigentlich eher öfter Pech gehabt mit Messerersteigerung über eBay. Dazu kommt irgendwann nochmal ein ganz anderes Video. Also ich kann euch nur sagen, Augen auf beim eBay-Kauf. Gut, und nun habe ich schon eine geraume Zeit dieses Messer hier liegen, eingepackt. Ja. Und ich möchte es jetzt mit euch auspacken und
falls ihr gleich mit mir runterkommt in den Keller, dann kann ich euch nur jetzt schon sagen, ich brauche eure Daumen gleich. Also drückt mir die Daumen, dass ich hier keinen Mist gekauft habe. Weil dann sind 31,50 € auch viel und die tun dann weh. Ich habe richtig Bock auf Messer, das wisst ihr. Hey, Messer sind für mich auch immer so eine emotionale Angelegenheit. Dementsprechend habe ich jetzt richtig Bock, das Teil endlich mit euch gemeinsam auszupacken. Und dann machen wir jetzt, also, wenn du Lust hast, komm mit runter. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bleibst. Also, bis gleich. Schön, dass du dabei geblieben bist und mit runtergekommen bist in den Keller. Okay, die Spannung steigt. Ich freue mich. Na, was sich hier drinne versteckt, das habe ich euch ja schon oben gezeigt bei der Einleitung. Und jetzt geht's dran. Jetzt packen wir es aus. Drückt mir bitte die Daumen. Bitte drückt mir die Daumen, dass da kein Unsinn drin ist. Denn, ich gebe ganz ehrlich zu, ich oute mich, ich habe nicht immer Glück gehabt bei eBay Ersteigerung. Nee. Ich habe auch schon tatsächlich einen Vollschrott bekommen. Dazu aber irgendwann mal an anderer Stelle ein Video. Ach ja, übrigens, ich werde nicht müde, für meinen Lieblingsstachel, das Coldsteel Mini Leatherneck, immer und immer wieder zu erwähnen, dass das toll ist. Ich liebe es nach wie vor wie am ersten Tag. Ich blende euch mal oben das Video ein. Da könnt ihr das Unboxing sehen und so weiter. Also das Teil für mich jeden einzelnen Cent absolut wert. Ich liebe es. Okay. So. Oh, letztes Stoßgebet, auch wenn es sich nicht um viel Geld handelt. Trotzdem möchte ich keinen Schrott haben. Ah ja, okay. Das erste, was ich schon mal so feststelle, in der Artikelbeschreibung stand neuer Artikel mit in Originalverpackung und so weiter. Und das ist schon mal nicht der Fall. Kollege, da hast du mich beschummelt. Das ist nämlich nicht der Fall. Das ist mich einfach hier eingewickelt. Naja. Och Mann. Komm. Positiv bleiben. Sportlich eingepackt. So, und wir nähern uns. Okay. Da haben wir's. Das Pumatech Messer ohne den besonderen Namen. Das heißt ja einfach nur Pumatech, humorlos einfach Gürtelmesser. Gut. Lederscheide ist schon mal absolut bombastisch. Sogar aus der Pumatech Serie. Die günstigste Produktionslinie von Puma. Wie das genau aufgeteilt ist, da kommen wir gleich nochmal zu. Bevor wir es rausholen, ist das jetzt cool, ist das nicht cool? Ja, wichtig ist, dass das Messer ganz reinpasst. Das ist schon okay. Ne? Man trägt es ja nicht hier im Kampfmesser-Style kopfüber. Und es ist ja auch nur ein kleines oder ein Beimesser. Aber bevor ich die Klinge befreie, das hier, der Griff, das ist schon schick, muss ich sagen, ganz ehrlich. Okay, jetzt aber. Hallöchen, da bist du ja. Okay, cool. Ich finde es cool. Genauso habe ich mir die Klinge vorgestellt. Dieses schöne, schon Bowie-artige. Und mit einem richtig schönen, massiven Parierelement, wo auch nichts wackelt.
Okay, und jetzt der erste Griff. Ihr wisst, jetzt kommt wieder Haptikgerede. Oh ja. Okay. Könnte ich mir damit vorstellen, länger zu schnitzen? Okay, dieser Punkt hier, das ist ja hier so geschwungen, der Teil hier, der hätte ein bisschen abgeflachter sein können. Aber das ist jetzt schon wieder, das ist schon Meckern auf etwas höherem Niveau, wenn ihr guckt. Da vorne die Mulde, super. Und genau für meine Grabbelhände ist dieser Teil, nein, der ist nicht unangenehm. Nein, Quatsch, das ist schon gut. Aber man merkt es, dass da was ist. Und finde ich jetzt erstmal, sagen wir mal so, neutral. Schön. Also ist auf jeden Fall tatsächlich, behaupte ich, nicht benutzt. Die Klinge ist, wie soll man das sagen, so sandgestrahlt. Also die ist matt, die ist mattiert, was ich ganz toll finde im Prinzip. Und die Klingenform hat es mir einfach angetan und die ist, finde ich, Bombe. Die ist Bombe. Und noch einmal Haptik. Schön, Parierelement hier unten etwas länger, dass du nicht abrutschen kannst. Hier oben genau richtig, dass du super übergreifen kannst. Erstmal hier die erste Daumenmulde. Und du kannst aber auch ganz bequem rübergreifen. Und am Anfang, so beim Ersteindruck, als ich die Klinge das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es noch ein bisschen mehr sexy gewesen, wenn der Teil hier gerade gewesen wäre. Jetzt, wo ich es aber in der Hand habe und es auch erstmal einfach mal so in die Hand nehme und mir vorstelle, damit im Holz zu arbeiten, ist das toll mit dieser zweiten Einbuchtung, so nenne ich das mal. Und die Klingenform macht mich einfach fürchterlich an. Es ist einfach, sobald irgendwas nach Bowie aussieht, werde ich einfach schwach. Auch schön, dass das Ricasso nicht so ausgeprägt ist, sondern dass hier keine Klingenlänge verschwendet wurde. Das finde ich auch klasse. Schärfe, fühlt sich, Fingernageltest an, oh ja, fühlt sich wirklich scharf an. Kommen wir gleich zu den Spezifikationen. Das ist jetzt ja der erste Eindruck. Und der ist verdammt gut. Der ist richtig gut. Okay, Lederscheide, nochmal genauer angucken. Das ist einfach, ja, ist da aber solide genietet. Okay, das Messer ist schon älter. Riecht es noch? Ah, Schnupperprobe, Lederscheide, was gibt es Schöneres? Ja, es riecht nach Leder. Es riecht noch nach Leder. Macht einen tollen Eindruck. Also für ein Messer, was neu 44 € gekostet hat. In der günstigen Produktionslinie von Puma. Ist das aller Ehren wert, trotzdem dort so eine massive Sattellederscheide abzuliefern, die auch sauber und anständig richtig gut vernäht ist. Und wir haben sogar, warte mal, ich gucke mal eben gegens Licht. Wir haben tatsächlich hier sogar, ich hoffe, das kann man erkennen. Komm, Fokus. Kann man das erkennen? Ich fokussiere nochmal nach. Da, sogar ein kleines Drainageloch. Okay. Also, Ersteindruck, Bombe. Ich habe keinen Schrott bekommen. Verkäufer hat mich nicht über den Tisch gezogen. Keine falschen Produktangaben gemacht. Dass die Originalverpackung fehlt. Okay, sei es drum, geschenkt. Ich habe sowas zwar ganz gerne, weil ich ja auch ein Teil auch Messersammler einfach auch bin und da finde ich das einfach immer schön, wenn man die Originalverpackung auch hat. Aber alles nicht wild, alles cool.
kommen wir gleich zu den Spezifikationen. Gut, je länger ich es mir anschaue, je länger ich es begrabbel, umso mehr freue ich mich, dass ich das mit der Versteigerung durchgezogen habe. Also für den Preis, für knapp über 30 €, ist das schon, finde ich, ein echt schönes Messer. Und selbst wenn es nur Deko an der Wand wäre, das wäre schon schön, aber ich glaube, das kann auch ein bisschen was. Also, okay, ganz kurz zur Verarbeitungsqualität. Die Klinge ist, ich habe vorhin gesagt, sandgestrahlt, glaube ich, ne? Wie heißt es so schön richtig? Satiniert. Finde ich cool. Pariersteg habe ich ja schon mal gesagt, ich mag das, wenn das nicht nur ein dünnes Blechding ist, sondern wenn der ein bisschen massiver und ein bisschen stabiler ist, macht einen Top-Eindruck. Okay, wo man dann hier zum Beispiel ja mal sieht, dass es ein Puma Tech Messer ist und eben halt nicht aus Soling oder aus Spanien kommt. Zu den Produktionslinien kommen wir gleich nochmal. Guck mal, das seht ihr zum Beispiel dort. Ja, der Übergang des Fulltanks, der Klinge und der Parierstab, da ist eben halt ein bisschen, lass es 1,5 Millimeter sein, ein bisschen zu viel ausgefräst vom Pariersteg. Ne? Mein Gott, wer sich dran stören mag. Unten auch ganz, ganz leicht, da sieht man es vielleicht. So, was ich jetzt aber wichtiger finde, hier oben, das ist wirklich bündig. Keine überstehende Kante und schon mal gar nichts Scharfkantiges oder so. Auch hier hinten, in diesem geschwungenen Teil des Griffes, ja, könnte man jetzt sagen, mutet an zum Hacken. Vielleicht kann man kleine Hackarbeiten damit machen, ne? Aber nein, fühlt sich toll an. So, und hier unten haben wir auch keinen Materialüberstand. Es ist wirklich alles bündig. Fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig gut an. Ich gucke mal eben gegen das Licht, ob wir da irgendwo irgendeinen Spalt sehen im Übergang zwischen dem Holzgriff und dem Pariersteg und der Klinge. Nein. Also, wir haben hier auch keine Spaltmaße, die irgendwie lichtdurchlässig sind. Schick. Hier das Puma Tech Logo. Aha. Und ja, ich bin nach wie vor von der Klingenform begeistert, ne? Das ist echt gelungen. Das ist toll. Das freut mich. Das ist schön. Abmessung kommen wir gleich zu. Gut. Bevor wir zu den Zahlen, Daten, Fakten kommen, einmal ganz kurz zur Grunderklärung, wer es noch nicht weiß. Also, Puma-Messer. Puma hat 3 Produktionsstätten, 3 Produktionslinien, sagen wir es mal so. Einmal natürlich Soling, einfach da die besten Materialien, Handarbeit, der höchste Qualitätsstandard, auch dementsprechend preisintensiv, allerdings auch die super, super Top-Messer vom Puma, halt in Soling hergestellt. Dann haben wir eine zweite Produktionslinie, die Puma IP Produktionslinie, International Production. Die wird in Spanien oder zu 80 oder 90% in Spanien hergestellt, in einem Ort mit dem Namen, wie wird ausgesprochen, Albacete oder Albaquete, ich weiß es nicht genau, schreibt es mir vielleicht in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie man es ausspricht. Und gerade dieses Albacete, da sagt man so schön, das ist das Solingen Spaniens. Da haben sich sehr viele Messermacher niedergelassen und produzieren dort. Und die spanische Produktion wird auch von Puma streng überwacht, was den Qualitätsstandard angeht, was die Kontrollen angeht und so weiter. So, und dann gibt es eben halt noch die günstigste Produktionslinie und das ist die Puma Tech Produktion. Und die findet in, Trommelwirbel, man kann es sich wohl denken, diese Messer aus der Linie werden in Asien produziert, aber auch unter Aufsicht der Puma GmbH Soling, was dann auch Qualitätskontrollen und so weiter betrifft. Und unter Qualitätskontrollen muss man sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da ein Hansel sitzt und dann am Ende des Produktionstages 3 Kartons Messer
in die Hand nimmt und guckt, ah ja, hier alles in Ordnung, alles weg. Nein, die Überwachung der Produktion hängt natürlich zum Beispiel auch damit zusammen, wie zum Beispiel die Wärmebehandlungsverfahren sind. Ne? Und das denke mal, das wissen viele von euch. Ne? Ein falsch wärmebehandeltes Messer hat natürlich auch ja, ganz arge Qualitätsprobleme. Okay, das erstmal zu den Unterschieden der Puma-Produktionsstätten und der unterschiedlichen Produktlinie, die sich natürlich auch ganz klar natürlich im Endpreis auswirken. Und wenn wir nun beim den Preisunterschieden natürlich auch angelangt sind, dann hat das selbstverständlich nicht nur mit den Produktionsstätten was zu tun, sondern natürlich auch mit den verbauten Materialien. Was haben wir hier? Hier haben wir einen ganz einfachen 420er Klingstahl. Der ist ziemlich hoch legiert, hat auch einen höheren Chromanteil, hat den Vorteil, logischerweise, dass er korrosionsbeständiger ist als andere Stähle, hat aber auch, den Vorteil, dass er sehr bruchfest ist. Allerdings hat er auch den Nachteil, weil er relativ weich ist, dass er eben halt die Schnitthaltigkeit nicht so lange hält wie andere Stähle. Also dadurch, dass er weicher ist. Ne? Hat aber auf der anderen Seite, wo ein Nachteil, kann auch wieder ein Vorteil sein. Dementsprechend ist er aber auch sehr viel einfacher nachzuschärfen aufgrund des weicheren Materials. Also das soll mich jetzt hier auch alles nicht stören, denn das ist am Ende des Tages, wird das ein Beimesser sein. Damit wird nicht groß rum batoniert oder sonst irgendwas. Und ja, den Stahl haben wir abgehandelt. Zum Parierelement, ich bin der Meinung, das ist derselbe Stahl. Das ist also auf keinen Fall Aluminium oder sowas. Und nun das Griffmaterial. Das hat mich nämlich auch mal interessiert. Diese Holzart habe ich noch nicht. Erstmal finde ich die total schön. Die hat schon ein bisschen was Edles, ist sehr dunkel, hat so ein bisschen was Ebenholzmäßiges, ist aber ein relativ günstiges Holz. Es nennt sich nämlich Sandelholz. Und Sandelholz wird im asiatischen Raum auch teilweise oder oft auch kultiviert, angebaut in größeren Plantagen. Und dieses Sandelholz findet eigentlich gar nicht oft Verwendung als Messergriff, sondern in der, wie heißt es so schön, ayurvedischen Medizin. Und gilt zum Beispiel auch, es wird zum Beispiel auch benutzt für Rituale, ja, wenn es dann angeschmort wird, weil es so tolle Düfte entwickeln soll und gesund ist und eine Wohltat für die Haut und so weiter. Also es wird schon in diesem, ich sag jetzt mal, glaubensmäßigen Medizinbereich benutzt. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie stoßbeständig das ist, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, da gibt's jetzt nichts hier mit Batonen reinrammen, draufkloppen. Halte ich einen totalen Unsinn bei so einem Messer und das werde ich auch nicht machen. Okay, das war's zu den Zutaten dieses Messers. Ja. Und die Lederscheide, ja, ein schönes Sattelleder, schön massiv, habe ich schon mal kurz gelobt. Das wird auch heute noch direkt Pflege bekommen, weil es sieht mir jetzt nicht so aus, als ob es schon mal ein Lederfett gesehen hat. Das wird nachgeholt. Ich sag ja, je länger ich es habe, umso mehr freue ich mich, dass ich diese Ersteigerung gewonnen habe und zugeschlagen habe. Rauschen wir mal ganz schnell durch die Zahlen, Daten, Fakten. Fangen wir mal erstmal an mit dem Gewicht. Messer alleine haben wir exakt 189 Gramm. Nur die Scheide alleine 56 Gramm. Und für alle, die so faul sind, im Kopf rechnen, wiegen das einmal gesamt. 247 Gramm. Das ist für mich völlig okay. Und für ein kleines Beinmesser schwer in Ordnung.
Was ich hier an der Messerscheide, auch wenn wir das jetzt nicht zu Zahlen, Daten, Fakten gehört, ich bin ja nicht so ein wahnsinniger Freund, ne, von diesen Verschlüssen, weil es ist echt schon wirklich scharf. Und wenn ich das jetzt am Gürtel hängen habe, dann habe ich immer Sorge, dass ich hier irgendwann immer diese Schneidebewegung da an dem Verschluss starte, ja. Und dadurch, dass es so scharf ist, wird das dann auch irgendwann, das sind auch sogar schon ein paar Stellen. Aha, da hat schon vorher einer nicht aufgepasst. Muss man halt aufpassen, dass man sich den Leder, ja, da sieht man es doch schon, da hat schon einer nicht aufgepasst. Da. Ah ja, gut, okay. Also muss ich zukünftig aufpassen, dass ich mir den nicht durchschneide. Vielleicht an der Stelle ein bisschen verstärken oder so. Na, muss mal gucken, ein bisschen basteln. Okay. Ich fürchte, dass es nicht Paragraph 42a konform sein wird. Das habe ich einfach, das fühle ich. Ich glaube, das wird so sein. Es wird knapp drüber sein. Also fangen wir an mit der Klingenlänge. Da haben wir von der Spitze bis zum Pariersteg haben wir exakt 12,5. 12,5. Und effektive Klinge haben wir 11,7. Also dieser Teil hier, der geschliffene Teil. Gut, kommen wir zur Klingenstärke. Ach halt, nein, sorry. Gesamtlänge haben wir 24 Zentimeter. 24 Zentimeter. So, könnt ihr euch darüber eine Vorstellung machen. Und jetzt gucken wir nach der Klingenstärke. Hinter dem Parierelement 3,3 Millimeter. In der Mitte haben wir auch 3,3. Im Übergang haben wir 2,9 und vorne an der Spitze, gucken wir mal die Spitze, haben wir 0,8. Also sehr, sehr fein hier vorne ausgearbeitet. Alleine die Tatsache verbietet das schon, und vor allen Dingen erst recht mit einem 420er Klingenstahl, damit zu batonieren und da vorne auf 0,8 Millimeter mit einem dicken Klümpel drauf zu dreschen. Ja, und selbst wenn, fürs Batonieren kann man es benutzen, was weiß ich, wenn ich ein Anzündholz oder sowas machen möchte. Ne? Also sowas in der Art hier, das wäre noch okay für mich. Aber ich bin trotzdem der Meinung, so ein Messer, da ist Batonieren nicht angesagt. Ganz für mich auf jeden Fall. Und wer es möchte, muss jeder selber wissen, wie er mit seinem Equipment und seinem Messer umgeht. Mir wäre es hierfür zu schade. Kommen wir nun zur Auslieferungsschärfe, sage ich jetzt mal. Das ist ja nun nicht direkt ab Werk, aber er sagt ja, also der eBay-Verkäufer unbenutzt, es sieht mir auch unbenutzt aus, macht auch einen scharfen Eindruck. Jetzt schauen wir mal, wie scharf es wirklich ist. Ja, da ist schon eine kleine... Okay. Gut, das sah wieder schön aus hier. Ja, man muss wieder wahrscheinlich den richtigen Winkel treffen. Ja. Okay. Ja. Ja, doch. Mit ein bisschen Übung und dem richtigen Winkel, dann klappt es auch. Okay. Nach wie vor für mich immer die Schärfemonster. Direkt aus der Verpackung sind nach wie vor für mich die Cold Steel Messer. Es ist aber scharf, ja. Ne? Guckt mal, das ist okay. Ne? Was heißt, das ist okay? Ich finde es völlig in Ordnung. Und nun gucken wir mal den kleinen Prospektpapiertest. Ja, dieses hauchdünne Papier, wo ich immer sage, ungefähr wie damals die Telefonbuchseiten. Ja, guckt, wenn ihr im richtigen Winkel drin seid, zack, der richtigen Geschwindigkeit. Hallo, voilà. Voilà. Und das kann wirklich nicht jedes Messer. So, für mich ist das, ja, macht das
ob das alles einen Sinn macht oder nicht. Mir geht's darum, dass man erstmal einen Eindruck bekommt. So, ich weiß jetzt, diese Schärfe hat das Messer. Geht noch ein bisschen mehr. Ja, das habe ich ja selber in der Hand, wenn ich anfange daran, das Messer ein bisschen nachzuschärfen, nachzuschleifen. Ich weiß aber, diese Schärfe war schon mal da. Und dann liegt es ja an mir persönlich, ja, ob ich mich gut genug anstelle, um das Messer entweder auch wieder auf diese Schärfe zu bringen oder diese Schärfe zu halten auch. Also, oder vielleicht sogar es noch schärfer hinzubekommen. Auf jeden Fall, da ist einfach jetzt meine Zusammenfassung, was diesen Teil betrifft. Top, gefällt mir, finde ich gut. Ach ja, und weil ich gerade über das Cold Steel oder über Cold Steel gesprochen habe mit der Auslieferungsschärfe, schaut doch mal oben in die Ecke. Da habe ich euch ein Video verlinkt zu dem Cold Steel Drop Forged Survivalist. So ein Klopper, so ein Brecher und ein Hammer und ein wirklich tolles Messer. Und da werdet ihr sehen, was ich mit Auslieferungsgrundschärfe meine. Das war nämlich BOOM! Großartig. Genug über Cold Steel geredet. Es geht ja um das PumaTec Gürtelmesser. Der Winter steht vor der Tür. Wir haben letzte Nacht den ersten richtig heftigen Nachtfrost bekommen und dementsprechend werden wir schnell schauen, wie fühlt sich das Messer an mit Handschuhen. So. Okay. Ah ja. Ja. Gut. Ja, gefällt mir. Ich glaube, diese Rillen hier, diese eingefrästen Rillen im Griff, die tragen echt viel zur Haptik bei. Ja, gut. Geht schwer in Ordnung. Und schnell nochmal mit meinen Lieblings-El Cheapo Lederhandschuhen. Damit geht eigentlich alles, ja. Da klebt ja alles mit in der Hand. Da hast du mit allen Sachen einen super Grip und hier auch. Worauf ich euch aber gerade bei solchen Handschuhen, ist jetzt egal, ob ich die nehme oder die Mechanics, ich habe für einen, kann ja immer wieder nur, ja, ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber es ist ja nun mal so, meine Hände wachsen ja nicht. Ich habe für einen Kerl relativ kleine Hände. Und wie ihr seht, guckt mal mit den Handschuhen. So schön, dass die so hell sind, da seht ihr den Unterschied. Also, mit meinen Grabbelfingern, ich bin jetzt hier mit dem Zeigefinger direkt am Parierelement. So viel Platz ist hier hinten nicht. Also, wer richtig große Pranken hat, da wird es ein bisschen eng mit dem Griff. Mit Handschuhen auf jeden Fall. Machen wir den Vergleich. Guckt mal hier. Na, also, da passt bei mir noch so ein halber kleiner Finger noch rein, aber mehr nicht. Also wer richtig große Hände hat, da wird es ein bisschen eng mit dem Griff. Okay, wie ihr schon seht, ich habe hier was vorbereitet, ne, für so ein bisschen Feuer- oder Zunderaufbereitung und Feuer machen. Ich glaube, das fällt aber alles flach, denn ich habe mir jetzt mal den Klingenrücken ein bisschen genauer angeguckt. Der ist, wie ich finde, wirklich toll verarbeitet, aber eben halt auch abgerundet. Deswegen fühlt er sich aber gerade für solche Tätigkeiten, die jetzt mit Schneiden oder sowas zu tun haben oder Schnitzen, fühlt er sich sehr, sehr gut an. Nur eben halt höchstwahrscheinlich, Feuerstahl wird höchstwahrscheinlich Fehlanzeige sein. Gehe ich mal fest von aus. Wollen wir mal ausprobieren. Ja. Vielleicht hier vorne. Nein. Vielleicht ganz hinten. Niet. Das fällt flach mit diesem Messer. Ne? Okay, ich finde es jetzt nicht wild, aber dann brauchen wir jetzt auch nicht hier Zunder aufbereiten, weil jetzt ein bisschen Birkenrinde auffächern. Ja, da kann jedes Messer, was eine einigermaßen Klinge hat. Ne? Ja, und müssen wir damit dann jetzt Feathersticks machen? Ich habe sowas dann ja ganz gerne, wenn ich schon ein Beinmesser mitnehme,
ne, dann will ich den richtigen Einsatzzweck dann auch haben. Und das heißt, wenn ich dann ein Feuer mache, dann mache ich auch alles mit diesem Messer. Also angefangen von den Fässersticks über Feuerstahlbedienung zur Aufbereitung, ein bisschen Kienspan abkratzen, das geht hier auch alles nicht. Ne? Da ist nichts. Ne? Klar, bitte schneiden, gar keine Frage. Gucken wir mal. Hoi, ja, eigentlich schade, ne? Ja, wenn man sich das mal so anguckt, damit Fässersticks zu machen, ganz ehrlich, das ist schon eine Freude. Das ist schon wirklich eine Freude. Guckt euch mal diese kleinen feinen Löckchen an. Naja, ne? Wer will, kann da ja selber Hand anlegen und vielleicht irgendwas mit Plan schleifen oder so, dass man eine scharfe Kante hat, aber würde ich jetzt nicht machen. Okay, Fässersticks, schön. Oh, übrigens, ich habe ein Stück erwischt. Oh, mit Kienspan. Boah, ja, riecht das gut. Okay, also, das fällt weg. Schöne Löckchen. Apropos schöne Löckchen. Gucken wir mal. Ganz hartes Holz, natürlich auch noch kleines Holz. Gucken wir mal, wie die Schnitte so sind, die ersten Schnitte. Ja, das ist natürlich... Das ist eine Wonne. Schön viel Sauerei machen, damit ich gleich auch ordentlich was sauber machen kann. Das ist schon schön. Das ist schon schön. Hier auch so ganz kontrollierte Arbeiten. Ganz toll. Ganz toll mit der Messerspitze hier. Guck mal. Das ist wirklich kein Grünholz, ne? Also so feine Sachen. Das ist schön. Da ich da jetzt nicht die riesengroße Schnitthaltigkeit erwarte, weil das ist bei diesem Stahl auch nicht zu erwarten, wird es dann wohl auch kein großartiges Schnitzmesser sein. Aber trotzdem will ich das mal ausprobieren in der Praxis, weil es ist sehr schön führig. Und dieses Übergreifen hier, oh, das macht schon, das ist schon eine Wonne. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr so ganz, ganz hauchdünne, ganz so hauchdünne, guck mal, hier, so ganz hauchdünne, kleine, feine Mini-Löckchen machen. Schon schön, schön. Aber als Beimesser zum Feuer machen, eigentlich eher aus meiner Sicht nicht so sehr geeignet. Auf der anderen Seite, wenn ihr am Feuerstahl einen Striker habt, ne, dann soll es doch auch egal sein. Gut, da mich das Thema Schnitthaltigkeit doch ein bisschen beschäftigt, ne, und sich diese kleinen, feinen Löckchen einfach so viel Spaß gemacht haben, gucken wir mal, wollen wir der Klinge mal so ein bisschen was zutrauen. Das ist natürlich jetzt albern, denkt ihr vielleicht, aber ich finde, daran sieht man schon mal, wie toll die Klinge ist. Guckt euch das mal an hier. Komm, Fokus. Machst du das? Komm, dann helfe ich nach. Guckt euch mal diese schöne Schnittkante an. Mal kleine, schöne Scheibchen. Ohne Druck. Ganz einfach durchleiten lassen. So. Zack. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Okay, das fordert die Klinge jetzt natürlich nicht. Was die Klinge natürlich auch nicht fordern wird, ist einfach ein Stückchen Paracord abschneiden. Aber ich mag einfach dieses Buttergefühl, ne? Wenn das jetzt wirklich... Gucken, ob das auch buttrig durchgeht. Ja, ein Träumchen. So, und nun werden wir mal ein bisschen Paracord drangsolieren. Okay. Nehmen wir die zweite Kamera dazu. Okay. Ja.
Sehr schön. Das ist natürlich nichts für ein Messergroß. Keine große Herausforderung. Nehmen wir mal hier dieses eklige Paracord. Ui, 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 ui. Wunderbar. Geht wunderbar durch. Gucken wir hier jetzt auch mal ein bisschen. Und da schneiden wir mal ein bisschen so ein paar schöne Stückchen ab. Denn, ob ihr es mir glaubt oder nicht, das sind Dinge hier, gerade diese dickeren Seile. Das mag eigentlich eine Klinge nicht so gerne. Bei diesem Seil geht's noch, aber jetzt kommt ein Ätzseil. Diese Sisal-Teile hier, die sind nicht nett für eine Klinge. Hört sich blöd an, aber diesen Teil wirklich, das mag eine Klingenstahl eigentlich nicht so gerne. Ne? Und dadurch, dass das jetzt hier wirklich der einfachste Wald- und Wiesenstahl ist, dieser 420er, schneiden wir euch hiervon einfach mal ein bisschen was. Und was mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ärgert, ich verrate es euch, ich habe mir erst überlegt, sage ich es oder sage ich es nicht. Ich war vor kurzem beim Aldi in der Grabbelkiste am Stöbern, ob ich da irgendwas Schönes finde, was man so für Videos verwenden kann. Und die haben da ein Kinderspielset gehabt, so ein Tauziehset. Also da haben sie ein richtig dickes, geiles Tau gehabt aus Naturmaterial. Das habe ich auch gekauft. Ich finde es aber gerade nicht. Weil das ist natürlich total toll, damit eine Klinge zu testen. Aber okay, wir schneiden hier und das ist schon, es ist echt eine Ätzarbeit. Ich habe das auch schon mit anderen Klingen gemacht. Keine mag das so richtig gerne. So, natürlich schneidet es das Zeug gut. Und wir machen jetzt noch ein bisschen was, um dann anschließend nochmal durchs Papier zu gehen. Und wenn der Klingenstahl dann wirklich absolut schlecht ist, dann dürften wir das gleich schon mal sehen. Ich gehe schon davon aus, dass wir so oder so schon Unterschiede gleich sehen werden. So, gucken wir mal vom Gefühl her. Ja, logischerweise immer noch schön scharf. Oh Gott, eine Riesensauerei, die ich hier gleich sauber machen muss. So, okay. Ich hole uns mal noch ein bisschen Papier und dann machen wir dasselbe. Den Papiertest noch mal kurz. Gut, so ein kleiner Vorher-Nachher-Vergleich. Nochmal ein Stück handelsüblicher College-Block. Ja, und man merkt es doch schon. Seht ihr? Das ist das, was ich meine. Okay, wieder mal den richtigen Winkel erwischt. Okay. Gut, liegt es jetzt wirklich nur an mir? Doch, es liegt nur an mir, den falschen Ansatz. Guckt mal. Das ist doch noch trotzdem noch, ich habe schon Angst gehabt. Guckt. Alles bestens. Also, ich würde sagen, das ist völlig okay. Nach diesem bisschen ekelhaften Seilgeschneide. Ja, und das sind irgendwelche ganz fiesen Kokosfasern. Das ist nicht schön für eine Klinge. So. Okay. Ja, es geht immer noch gut durch, aber erinnert ihr euch an den ersten Test? Da haben wir einmal direkt durchgezogen. Also man merkt schon einen kleinen Unterschied. Ne? Auch hier seht ihr gerade, da ist es dann eben halt immer ein bisschen ausgerissen. Gut, also man merkt schon so ein paar kleine Unterschiede. Ne? An der Klinge sieht man natürlich nichts und du fühlst auch nichts. Und dementsprechend kann ich euch auch immer nur raten. Generell mache ich es so. Also ich bin jemand, der seine Messer immer, ich sag's mal so, bei Schärfe hält. Also ich warte gar nicht erst, bis sie völlig stumpf sind und fange dann an zu schleifen. Das heißt, bei Schärfe halten reicht das ganz, ganz oft schon, wenn ihr einfach nur ein Leder habt. Dass ihr das Messer regelmäßig drüber zieht und somit die Schärfe einfach auch haltet. Oder länger haltet.
Und ansonsten mit einem kleinen Fellkniefen CC4 zum Beispiel, das ist mein Lieblingsschleifstein für unterwegs, ein paar Mal drüber und ein bisschen übers Leder und schon ist der Schärfeverlust nur noch minimal. Ne? Also lasst Messer bitte nicht komplett stumpf werden. Und hier bin ich der Meinung, 2-3 Mal übers Leder und dann wird das noch schärfer als in der Auslieferungsschärfe. Da will ich mal gucken, wie weit ich das kriegen kann. Das soll aber jetzt heute nicht das Thema sein. Es ging ja um den Ersteindruck. Und ich glaube, ich bin durch diese kleinen Testereien durchaus in der Lage, ein Fazit zu ziehen, zu dem ich dann auch stehen kann. Das kommt jetzt gleich. Komme ich nun auch endlich zum Fazit. Ja, wenn du mich jetzt gerade fragen solltest, Mick, kannst du dieses Messer empfehlen? Tue ich mich wie immer so ein bisschen schwer. Denn so eine generelle Aussage, ja, ich empfehle dieses Messer, das kann ich zu diesem Teil nicht sagen. Denn es ist erstmal aus meiner Sicht nur ein Beimesser, dafür ein wunderschönes Beimesser, wie ich finde. Und ob du sowas brauchst oder ob das für dich richtig ist, dafür habe ich den langen Test gemacht. Entscheide das bitte für dich selbst. Es gibt Pro, es gibt Contra. Ich kann dir aber einen kleinen Hinweis geben. Also, wenn ich das Messer schon früher gekannt hätte, denn wie ich euch eingangs gesagt habe, ich blende es nochmal kurz ein, das Messer ist nicht mehr zu haben. Es wird nicht mehr produziert, also auch nicht mehr verkauft. Und irgendwo ist dieses Messer aus meiner Sicht auch total unbekannt, denn ich kenne kein Review oder irgendein Test zu dem Teil. Also hätte ich das Messer früher schon gekannt, zu dem normalen Preis von 44,95 € und ich hätte noch das ein oder andere Beimesser, was ich schon mein eigen nenne, noch nicht gehabt, dann hätte ich dieses Messer gekauft und wäre damit auch absolut happy gewesen. Jetzt bin ich sowieso damit happy. Gut, dass ich das gemacht habe mit der Versteigerung. Ich bin froh, dass ich das Messer habe, denn es gefällt mir wirklich richtig gut. Wenn dir dann auch diese Klingenform, von der ich wirklich echt angetan bin, ja, und dieser schöne Holzgriff und auch ansonsten, dass diese schöne Verarbeitung, die tolle Scheide, die super Haptik, es fühlt sich wertig, fühlt sich gut an, ist super führig. Also das ist ein Teil, wo du dann sagst, und das habe ich gerne abends im Camp dabei. Egal, ob du mit einem Wohnmobil unterwegs bist oder ob du tatsächlich Bushcraft betreibst und bist nur mit deinem Tarp und deinem Schlafsack irgendwo im tiefsten Busch. Ich finde das Teil toll und ich bin sehr, sehr happy und sehr, sehr froh, dass ich es gekauft habe. Was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht und diejenigen, die mich jetzt schon ab und zu mal gesehen haben, die wissen, dass das für mich immer doch ein recht großes Thema ist, sage ich einfach top. Ganz ehrlich, es ist mein erstes Puma Tech Messer gewesen und ich finde da momentan auch irgendwo jetzt nichts, was mich jetzt wahnsinnig anspricht, aber für die Zukunft hat es hier dieses Teil geschafft, dass ich immer mal wieder in diese Pumatech-Serie reinschauen werde und ich zum Stand jetzt 0,0 Bedenken hätte, mir da mal ein weiteres Messer zuzulegen, wenn es irgendwie in meine Sammlung oder zu meinen Bedürfnissen passt. Das letzte Fazit geht in meine eigene Richtung, ja, und ist eine Notiz an mich selbst. Ich habe mir vor dem Video gedacht, komm, das wird 20 Minuten, 25, ach, absolut Maximum 30. Dass es wieder so ein langer Ritt geworden ist, mein Gott, ich verstehe es nicht. Aber es hat mir einfach auch Spaß gemacht und ich denke da nicht groß nach. Ich habe nie ein enges Skript geschrieben oder sowas. Ich mache das natürlich schon mit einem Hintergedanken, aber nie so ganz dezidiert, dass das alles akribisch irgendwie notiert ist. So what? Dann komme ich jetzt auch tatsächlich zur Verabschiedung und wenn du tatsächlich bis hierhin geschaut hast,
dann kann das ja nicht alles so ein kompletter Müll gewesen sein, den ich hier irgendwie produziert habe. Und dann würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen über eine positive Reaktion von dir, überhaupt über eine Reaktion, sei es in Form eines Daumen nach oben, aber natürlich auch in Form eines Daumen nach unten. Wenn du das möchtest, wenn du das so empfindest, gar keine Frage, am besten noch versehen mit einem Kommentar, mit konstruktiver Kritik oder ansonsten, wenn du andere Worte für mich übrig hast oder etwas beizutragen hast zu diesem Messer oder auch noch Fragen hast, ja bitte sofort ab in die Kommentare und wie immer verspreche ich euch, ich werde eure Kommentare, jeden Kommentar lesen, jeden Kommentar beantworten. So, jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Geht raus in den Busch, habt eine gute Zeit, lebt euer Leben und lasst es euch gut dabei gehen. Bis zum nächsten Mal und ich würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mick.